Den Van hier im Hintergrund haben wir vor 14 Monaten ausgebaut. Innerhalb von nur 6 Wochen, 6 bis 8 Wochen. Wir haben noch viel Rost behandelt. Seitdem sind wir damit auf der Panamericana in Südamerika unterwegs. Und heute wollen wir euch mal zeigen, was uns nicht so gut an dem Van gefällt, nachdem wir jetzt so lange Zeit darin wohnen. Deswegen kommt mal rein in die gute Stube. Wir befinden uns momentan mit unserem Camper in Cartagena. Das ist ganz im Norden von Kolumbien. Und wir warten auf unsere Verschiffung. Es will leider nicht so ganz klappen, wie wir es eigentlich vorhatten. Aber wir nutzen jetzt mal die Zeit, um euch ein bisschen mehr über die Camper-Ausbaufehler hier zu erzählen. Denn nach 14 Monaten Vanlife wird es endlich mal Zeit, dass wir ein Fazit ziehen können. Fehler Nummer 1 in dem Van ist wahrscheinlich das Thema, was uns am meisten auf die Nerven geht. Ja. Und zwar ist es die Kühlbox. Nicht die Kühlbox an sich, das ist eine gute Kompressorkühlbox. Allerdings die Zugänglichkeit. Man muss alle Kissen hier wegräumen, die Sitzfläche von dem Sitz hier hochklappen. Darunter ist die Kühlbox. Man muss immer den anderen bitten aufzustehen, damit man halt an die Kühlbox rankommt. Und ich meine, ich sitze meist hier und das nervt mich richtig. Wir würden das nächste Mal, glaube ich, auch keine Kühlbox mehr nehmen. Die ist zwar gut, die kühlt richtig gut, aber es nervt halt, weil innen drin sammelt sich voll die Feuchtigkeit und ich muss bestimmt 2-mal in der Woche ausräumen und komplett alles sauber wischen. Ansonsten ist hier voll das Chaos, es wird richtig eklig drin. Ich würde das nächste Mal einen Frontloader nehmen. Camper-Ausbaufehler Nummer 2 ist die fehlende Drehkonsole auf dem Beifahrersitz. Ja, hier haben wir eine coole Drehkonsole. Die hakt mittlerweile ein bisschen und hört sich auch nicht so richtig gut an, aber sie ist sehr praktisch. Also man hat hier eine super Sitzmöglichkeit, man sitzt sich gegenüber. Allerdings war es jetzt auch schon ein paar Mal der Fall, dass wir mit mehr als 2 Personen hier einen Abend verbracht haben, zu dritt oder zu viert. Ja. Das wäre viel cooler, wenn wir den Sitz auch noch drehen könnten. Das hatten wir in unserem alten Van so. Was kostet sie? 250, 280 Euro. Ja, ich glaube, die sind auch teurer geworden. Das Geld wollten wir sparen, aber hätten wir besser nicht gespart, weil es wäre schon cool. Man hat hier auch noch den Tisch. Ja. An dem könnte man hier auch noch sehr gut sitzen und arbeiten oder essen. Oder was kann man Tisch auch immer so dran. Schade. Naja, nächsten Ausbau dann. Fehler Nummer 3 ist die Spüle. Die ist einfach viel zu klein. Ich meine, guckt euch das mal an. Also die Größe hier. Man kann halt fast gar nichts damit machen. Ich zeige euch mal, wie groß unsere Pfanne ist, um das einfach mal zu demonstrieren. Ja, es ist eine Steilpfanne, deswegen ein bisschen Rost dran. Aber das ist unsere große Pfanne und die ist größer als die Spüle. Also wie sollen wir das machen? Also wir machen das irgendwie so, ja, komisch hier drin. Aber warum haben wir die eingebaut? Wir wussten ja von Anfang an, dass die eigentlich zu klein ist. Allerdings hatten wir die noch in der Werkstatt rumfliegen, weil das war die erste Spüle, die wir in unserem ersten Van hatten. Ja. Da haben wir sie dann ausgebaut und ein kombiniertes Kochspülen-Kochfeld reingesetzt. Und dann war die halt einfach übrig und wir haben es einfach wiederverwendet. Ja, wir hassen es, Sachen wegzuwerfen. Ja. Dann kommt in den nächsten Camper-Ausbau eine größere Spüle rein, wo ich zum Beispiel auch meine Haare waschen kann. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Also deshalb. Ja, auf alle Fälle größere Spüle. Fehler Nummer 4 bei unserem Camper ist, dass wir ein Fenster verbaut haben, das keinen integrierten Fliegenschutz hat. Ja, das ist ein bisschen blöd. Wir haben uns hier auf der Reise sowas zusammengebastelt, was man hier mit Magneten dran machen kann. Allerdings schließt es nicht so richtig. Und wenn wir hier nachts das Fenster offen haben und das Licht anhaben, dann kommt hier das ganze Viehzeug rein. Und das ist bei Fenstern mit integriertem Moskitoschutz nicht so. Deshalb machen wir das Fenster abends oft zu und das ist hier bei nachts immer noch über 30 Grad wirklich heftig. Das nächste Mal machen wir auf jeden Fall ein gutes Fenster rein, was einen Fliegenschutz integriert hat. Ich denke auch. Kommen wir zu Fehler Nummer 5 und dafür müssen wir mal rausgehen. Ja. Ihr seht, wir haben Unmengen an Stauraum. Das sind 2 Meter Stauraum, 2 Meter Tiefe. Aber man kommt halt echt nicht gut dran. Ich bin mega froh, dass wir das haben. Wir brauchen das auch bei allem, was wir halt mit haben. Werkzeuge, Ersatzteile. Wir haben so viele Ersatzteile auf der Panamericana mit. Aber man kommt wirklich sehr schlecht dran. Also man muss von hier aus reinkrabbeln oder von der anderen Seite. Und wenn man hier einen Auszug gehabt hätte, das wollten wir eigentlich reinbauen, aber wir hatten keine Zeit mehr dafür. Ja. Dann das wäre cool. Hier so ein Auszug mit ein paar Euroboxen drauf. Ja, genau. Das wäre schon cool. Kann man den Stauraum auch viel besser nutzen und sträubt sich nicht immer so davor, irgendwas rauszuholen. Timo muss es immer machen. Ja, genau. Man braucht eine Kleinigkeit und muss erstmal alles rausholen. Ja. Fehler Nummer 6 ist die kleine Küche. Wir haben ja vorhin bereits erwähnt, dass die Spüle uns ein bisschen klein ist. Aber alles in allem ist die komplette Küche ein bisschen klein, oder?
Man steht sich einfach ständig im Weg. Also wir kochen ja eigentlich hier, wir haben zwar auch einen Tisch zum Erweitern, aber wir nutzen halt auch den Platz hier, um Gemüse zu schnippeln, weil einfach hier zu wenig Platz ist. Weil hier kann nur eine Person stehen, um zu kochen, und deswegen muss die andere Person sich hier hinsetzen, um hier alles zu schnippeln. Hier in der Küche ist einfach zu wenig Platz, und ja, deshalb hätte ich ganz gerne eine größere Küche, weil wir kochen beide sehr gerne. 2-mal am Tag meistens, ja. Und wir haben ja mal einen Camper ausgebaut, und dieser Camper hatte eine 2 Meter lange Küche. Das war cool, ja. Und das war so schön. Die ging bis zur Hecktür raus. Ja, und man konnte zu zweit da stehen und kochen. Das haben wir ja testweise auch ausprobiert. Und wir haben da sogar gebacken, und das war ein Traum, dort zu kochen. Deswegen, der nächste Van bekommt eine lange Küche. Ich denke auch. Lang und breit. Auf jeden Fall. Camper-Ausbaufehler Nummer 7 ist die nicht so gute Isolierung in dem Camper. Leider, leider. Ja, also die Isolierung ist gut, da ist Armaflex unter der Verkleidung. Ja. Allerdings haben wir verdammt viele Glasfenster. Nicht nur vorne alle, auch das ist ein Glasfenster, in der Schiebetür ist ein Glasfenster. Und hinten 2. Ja. Und die sind natürlich, was die Isolierung angeht, eine echte Katastrophe. Und das merken wir halt auch. Wir waren ja in Bolivien unterwegs, und da hatten wir minus 20 Grad draußen. Und es war so bitterkalt, auch im Camper. Der hat auch unsere Heizung versagt, und wir haben es einfach gemerkt. Wir haben es nicht mehr warm gekriegt. Wir haben es im Van nicht über 10 Grad bekommen, wenn die Heizung überhaupt funktioniert hat. Und deshalb würden wir im nächsten Van Kunststofffenster nehmen, die doppelwandig sind. Natürlich auch mit integriertem Moskitoschutzsystem hatten wir bereits. Ja. Aber ich denke, damit wäre die Isolierung deutlich besser. Und es hat ja nicht nur was damit zu tun, den Camper aufzuheizen, sondern auch genau andersrum. Wenn wir zum Beispiel irgendwo stehen und die Klima laufen lassen, dann geht einfach die Kälte super schnell verloren, und wir müssen hier das Auto anschmeißen. Man stellt sich irgendwo hin und es wird sofort heiß. Natürlich ist dafür die Isolierung auch sehr gut. Genau. Fehler Nummer 8 sind die Fahrgeräusche in dem Van hier. Ich meine, der Van ist nicht unbedingt laut beim Fahren, allerdings gibt es so ein kleines Knarzgeräusch. Ich weiß nicht, wie man das besser beschreiben soll. Auf alle Fälle nervt es mit der Zeit schon, aber das liegt daran, dass wir die Möbel außerhalb des Vans gebaut haben, dann reingebaut haben, angepasst haben und wieder rausgenommen haben und angestrichen haben. Das war erstmal extrem viel Arbeit. Aber auch kann man dadurch nicht vermeiden, dass an manchen Stellen Lack auf Lack liegt, und Lack auf Lack gibt halt ein ganz ekelhaftes Geräusch bei einer kleinen Bewegung. Man kann das halt entkoppeln, indem man zum Beispiel Filz dazwischen macht, damit es eben dieses Geräusch nicht macht. Oder was man auch machen kann, ist, dass man Holz kauft, was bereits beschichtet ist. Und da spart man sich auch extrem viel Arbeit mit, dass man es nicht mehr lackieren muss. Man kann alles hier irgendwann fertig bauen, muss nicht alles wieder ausbauen und lackieren. Und ich weiß nicht, ob wir es vielleicht das nächste Mal machen, müssen wir uns nochmal überlegen. Ja, ich denke schon. Also zumindest das mit dem Filzband machen wir auf alle Fälle. Vielleicht gönnen wir uns auch ein anderes Holz mit Beschichtung. Mal schauen. Kommen wir zu Fehler Nummer 9, dafür gehen wir mal wieder zur Küche. Um genauer zu sein, zu unserem geliebten Backofen, dem hier. Den mögen wir echt gerne, damit backen wir fast jeden Tag. Wir machen Pizza, wir überbacken irgendwelche Baguettes. Der ist auch nicht das Problem, sondern eher die Position. Wenn wir damit was backen, dann kommt hier immer relativ viel Wasserdampf raus und greift diese Tischplatte hier an. Das ist ein Klapptisch. Hier unten sieht man, dass die Leimung schon so ein bisschen aufgeht, und über kurz oder lang wird die Platte kaputt gehen. Leider. Deswegen würden wir wahrscheinlich im nächsten Camper-Ausbau einfach eine neue Position für den Backofen wählen. Stimmt. Oder einfach irgendeinen Schutz hinbauen, dass das halt eben nicht passiert. Vielleicht wird man die direkt unter die Arbeitsplatte setzen, dass es eher nach oben dampft. Ja. Mal schauen, auf alle Fälle müssen wir uns dafür was überlegen. Aber hier unten ist nicht die ideale Lösung. Ja. Kommen wir zu Punkt Nummer 10. Das ist eher Alinas Anliegen, dieser Punkt, würde ich sagen. Weil es mich einfach täglich nervt, und dafür müssen wir hier zu dem Kleiderschrank gehen. Das ist Timos Klamottenfach, das ist mein Klamottenfach, und wenn man das schon sieht, also die Klappe ist einfach viel zu groß. Ich komme super schlecht in meine Sachen dran. Im Nachhinein hätte ich diese Klappe einfach hier aufgetrennt und halt hier so seitlich aufgemacht. Ja, dann wärst du halt von hier vorne nicht mehr so gut dran gekommen. Ja, aber ich müsste mir nicht ständig irgendwie... Ja, ich habe mir hier super häufig den Kopf gestoßen, ich bin hier ständig dagegen gekommen, und ich muss voll die Akrobatik betreiben, um hier an meine Sachen zu kommen, was halt auch echt mega nervig ist. Im nächsten Van würden wir es auf alle Fälle anders machen. Vielleicht seht ihr das dann wieder in dem Fehlervideo von dem nächsten Van. Sehen wir dann. Danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen, Daumen hoch und Glocke wie immer. Genau, und bis zum nächsten Mal. Ciao.